L'Automobil-Depression, heute mit einem Auto, was uns auch wirklich nicht depressiv stimmt, weil das ist wirklich in einem Top-Zustand. Wahrscheinlich einer der besten BMW E23, so hieß nämlich diese Modellbaureihe. Es war der erste 7er von BMW, der auch als direkter Angriff auf die damalige Mercedes S-Klasse erst auf den W116 und dann auf den W126 zielte und in vielen Details tatsächlich sogar besser war, obwohl die Automotor und Sport das damals überhaupt gar nicht wahrhaben wollte. Aber das zeigen wir euch jetzt. Der BMW E23, der erste 7er von BMW, kam 1977 auf den Markt, also gleich ganz viele 7er. Und er zielte quasi in die Lücke zwischen dem W116 Mercedes und dem W126, der dann 79 vorgestellt wurde, und musste gleich beide Modelle sozusagen schlagen. Das hatte sich BMW nämlich vorgenommen. Ursprünglich sollte in dieses Auto alles kommen, was damals teuer war, nämlich ein 8-Zylinder, vielleicht sogar ein 12-Zylinder, damit hatte man sogar spekuliert. Aber dazu ist es nie gekommen. Man hat rein 6-Zylinder verbaut, ausschließlich. Und das Topmodell, was dann 81 auf den Markt kam, der 745i, also dieser hier, hatte dann einen Turbomotor sogar. Also was ganz Spezielles in der Oberklasse, eigentlich unvorstellbar damals in dem doch sehr konservativen Deutschland. Der E23 war natürlich hatte nie so den Status wie die Mercedes S-Klasse. Und er wurde dann auch von dem Top-Management im Prinzip nicht gefahren, sondern da fuhr man weiter die S-Klasse. Dennoch war er auch auf dem Youngtimer-Markt lange Zeit unterrepräsentiert. Da wollte natürlich alles Mercedes fahren oder auch vielleicht sogar den Jaguar XJ. Aber dieser E23 war immer so ein bisschen das Mauerblümchen. Und jetzt taucht er so allmählich auf, wird teurer, wird auch gesuchter. Top-Exemplare wie dieses hier gehen auch schon fünfstellig, weit fünfstellig. Gesucht ist natürlich der 745i, wobei der viele Nachteile hat, das werde ich euch gleich erklären. Aber es gibt auch preiswertere Versionen. Am Anfang ging es los, von 77 bis 81 gab es 3 Motorisierungen, den 728, den 730, beides Vergasermodelle, und den 733i schon mit einer Benzineinspritzung. 81 ging es dann weiter, da wurden alle Vergasermodelle ausgetauscht durch Einspritzer, 728, 732, 735 und dann Topmodell 745i, wie dieser hier. Also, hier sprechen wir von 252 PS, anfangs aus 3,2 Liter Hubraum mit Turbomotor, später dann auf 3,5 Liter, Leistung blieb nahezu identisch, aber der Motor sollte etwas weniger verbrauchen und das war halt sein Riesenproblem. Der Turbomotor im 745i hat geschluckt, also das war wirklich nicht feierlich. Gerade hier in dieser Verbindung noch mit einer 3-Stufen-Automatik, die wurde dann später auch ausgetauscht gegen 4 Stufen. Also dieses Modell, so schön das auch ist, es schluckt wahnsinnig viel. Das sollte man sich wissen. 20 Liter sind da durchaus ein realistischer Wert. Wir sprechen hier noch von der sogenannten Blechnase. Das heißt, das ist die erste Front, die bis 83 produziert wurde. Hier gibt es noch eine voluminöse Blechnase. Das ist quasi so eine Erfindung des Designers Paul Bracq, der diese legendären BMW Turbo damals gebaut hat. Das war so ein Versuchsmodell. Und da kam erstmal sozusagen, dass diese Linie sich hier so vorführte und hier die Niere in dem Blech eingefasst wurde. Finde ich nach wie vor wunderschön. Und es war natürlich so diese Haifisch-Ära auch von Paul Bracq entworfen, wo die Front quasi so nach innen weglief. Später wurde das dann ein bisschen aufgeweicht, es wurde dann aerodynamischer, es wurde dann nicht mehr so ganz schräg, sondern ein bisschen nur noch, die Blechnase fiel weg, da war einfach die Niere direkt in den Plastikgrill eingefasst und die Frontstoßstange, die Schürze wurde auch geändert. Gab dann noch mehrere Änderungen hier. Dieses Auto hatte immer wahnsinnige Windgeräusche. Da hatte man hier so eine breite Leiste ran gemacht, das wurde anders geformt. Fenster wurden leicht verändert, Spiegel wurden leicht verändert und das Armaturenbrett wurde auch immer wieder verändert. Das zeige ich euch aber gleich. Ja, vom E23 gab es auch ein paar Sonderversionen, also High-End-Versionen sozusagen. Also es gab in Deutschland, also in Europa, gab es diese Executive-Ausstattung mit Büffelleder. Da war hier auch das Armaturenbrett teilweise mit Büffelleder bezogen, hier unten rum. Dann gab es noch eine andere Version, diese High-End-Version, die hatte komplett lederüberzogenes
Ein Armaturenbrett, das war hier alles in Leder, hier war alles in Leder, die Türpappen waren komplett anders, die Türverkleidung, alles komplett Leder, das nannte sich in den USA, nannte sich das L7 und in Deutschland komme ich jetzt gerade nicht drauf, wie das hieß. Dann gab es in Südafrika eine Version, da gibt es, glaube ich, einen in Deutschland, der damit rumfährt. Der hatte den Motor aus dem M1, also die Weiterentwicklung aus dem M635 CSI mit 286 PS, den Vierventiler. Also gab eine ganze Menge, wo BMW versucht hat, gerade am Ende der Bauzeit, das Auto nochmal so richtig hoch zu pimpen. Und diese Versionen sind natürlich auch wahnsinnig gesucht. Eine gute Executive oder eine gute L7-Ausstattung, ja, das ist heute sehr gesucht. Wenn ihr sowas findet, habt ihr Glück. Ja, fangen wir mal beim Rost an. Also der 7er hat durchaus gerostet. Und zwar Zeit seines Lebens. Und zwar sind immer gefährliche Stellen diesen Federdome hier. Da rosteten eigentlich alle BMWs aus der Zeit. Auch die E12er, also die 5er. Da müsst ihr drauf aufpassen. Hier in diesem Auto ist sehr viel Technik verbaut. Tempomat, Klimaautomatik und so weiter. Also es geht hier eine Menge Kabelgewirr durch. Guckt da genau hin, ob hier schon mal geschweißt wurde. Ein gutes Indiz ist immer, BMW hatte immer hier an dieser Stelle einen Aufkleber mit der Farbe. Also dieses Auto ist ein BMW Saphir Blau Metallic lackiert. Das Auto stammt übrigens aus Italien und trotzdem steht hier BMW Saphir Blau Metallic in Deutsch drauf. Wenn dieser Aufkleber weg ist oder nachträglich eingeklebt wurde oder hier was komisch aussieht, ist hier schon mal geschweißt worden. Kotflügel rosteten auch gerne, gerade hier im unteren Bereich, da wo diese Zierleiste sitzt, hatten übrigens nur die großen Modelle. Die 728 hatten diese untere Zierleiste nicht. Aber ab 37 gab es diese Zierleiste und später ab 735. Diese Antenne hier ist nachträglich eingebaut, die saß normalerweise serienmäßig immer hinten. Das ist bei diesem italienischen Modell nicht der Fall, also sie sitzt vorne, eigentlich saß sie immer hinten. Hatte auch was mit Windgeräuschen übrigens zu tun, weil die Antenne hinten, wenn sie ausgefahren war, überhaupt gar keine Windgeräusche machte. So, dann geht es weiter. Hier müsst ihr aufpassen, hier in dieser Spritzwand, da kann er auch unten drunter durchrosten. Hier in diesem Wasserkasten, wie man das nennt, schwer zu sehen. Also man musste das hier alles demontieren sozusagen, um zu gucken, ob hier sich schon Rost gebildet hat. Wenn Autos aus Deutschland kommen oder aus Gebieten, wo viel Salz war, viel geregnet hat, achtet hier auf diese ganzen Kanten. Das kann alles rostempfindlich sein. Auch unter der Frontscheibe hier kann sich Rost bilden und so weiter und so fort. Auch hier unten drunter Quertraverse immer ein Thema. Hier der Vorderwagen, hier die Radläufe. Also im Prinzip gibt es eigentlich keine Stelle, wo der E23 nicht hat rosten können. Schweller natürlich, hintere Radläufe. Gerade die Radläufe waren immer ein Problem. Hier hinten im Kofferraumbereich diese Bleche. Also wie gesagt, nehmt das Auto auf die Bühne, wenn ihr euch dafür interessiert. Guckt, ob es schon mal geschweißt wurde oder ob es noch original ist. BMW hatte von Hause auch so eine Bitumenmasse, ähnlich wie bei Mercedes, wo das Wasser auch gerne unten drunter kroch und es dann von innen weggerostet hat. So, Technik. Also die Sechszylinder von BMW sind natürlich eine Legende. Also wie ich finde, mit die schönsten Motoren, die je produziert wurden. Sechszylinder von BMW waren unglaublich laufruhig, hatten eine gewisse Dynamik, wurden in unterschiedlichsten Facetten gebaut. Das ging im Prinzip schon vor dem Krieg los mit dem legendären BMW 328, der schon Sechszylinder hatte und endete, glaube ich, jetzt irgendwann ja, in den Neuzeit auch mit dem Sechszylinder. Hier haben wir den 3,2 Liter Turbomotor. Also die Turbomotoren seht ihr hier an diesem, erkennt ihr hier an diesem Luftgeweih unter anderem. Das ist die K-Jetronic, glaube ich, ist es hier der Mengenteiler da vorne. Hier hat er das ABS-System. Also die Motoren sind eigentlich standfest, die Turbomotoren leider nicht so. Also dadurch, dass die Turbos immer das Aggregat wirklich forderten durch mehr Hitzeentwicklung, durch höhere Öltemperaturen, ist es wichtig, dass die besonders gepflegt wurden. Also penibelste Ölwechsel, immer wieder gucken, auch nach Kopfdichtungsgeschichten. Kopfdichtungsschäden gab es dann gerade auch bei den Turbomotoren. Wie gesagt, Turbomotoren mit Vorsicht zu genießen, sind die Speerspitze, wollen alle haben, aber sie können ihr Problem haben. Frühe Turbolader hatten natürlich auch mal ein Problem, weil die ausschlagen an den Wellen. Gibt es mittlerweile auch ganz gute Firmen, die überholen. Aber Turbolader gehen hier auch durchaus kaputt. Hatte ich auch schon mal. Also ein 745i ohne Turbo läuft dann dementsprechend gar nicht mehr so richtig. Also achtet darauf.
Bei so Fulldressern, also die sehr viel Sonderzubehör hatten, Sonderausstattung, guckt darauf, ob es funktioniert. Also dieser hier hat jetzt zum Beispiel eine Klimaautomatik, der hat Tempomat und so weiter und so fort. Das heißt, sind natürlich alles zusätzliche Fehlerquellen, aber es ist natürlich immer auch schön zu haben. Hier bei dem funktioniert das sogar noch alles. Aber achtet darauf, dass das funktioniert. So, und da komme ich gleich zum nächsten Thema. Dazu mache ich erstmal die Motorhaube zu. Achtet übrigens beim 7er darauf, die wird nicht zugeschlagen, sondern die wird nur aufgelehnt. Und dann wird sie hier von Hand mit dem Hebel wieder verschlossen. So, ich setze mich jetzt hier mal rein in diese Sitze, die übrigens zeitlebens nicht sonderlich bequem waren. Also für Oberklasse-Fahrzeug waren diese Sitze wirklich eigentlich eine Zumutung. Ihr seht schon hier beim ersten Blick, was ich als Kind, mein Vater hatte solche Dinger, was ich als Kind unglaublich fand, war dieses Armaturenbrett. Also es war so von nach innen geformt zum Fahrer hin. In dem Topmodell 735 und 745 gab es dann dieses Holz. Später ab 81, der 733 hatte das noch nicht. Und es gab, glaube ich, das erste Mal im Automobilbau überhaupt so eine elektronische Diagnose. Und da sieht man schon, es ist halt elektronisch. Also hier kann ich jetzt testen, ob mein Waschwasser da ist, ob mein Kühlwasser da ist, ob das Motoröl da ist. Wenn ich das Licht anmache, sagt er mir auch, ob alles funktioniert. Bremslicht, Rücklicht und so weiter. Selbst die Bremsbelagsverschleißanzeige. Dann gab es ab 81 noch einen Bordcomputer. Der geht übrigens hier nicht mehr. Also hier konnte ich dann tatsächlich ablesen, was er verbraucht, wie weit mein Weg noch ist, welche Distanz ich noch habe, welche Reichweite und so weiter und so fort. Also dieses Armaturenbrett ist einfach gigantisch. Hier ist es noch, hier sind noch die riesig die Gänge angezeigt, also in welcher Fahrstufe ich fahre. Wie gesagt, hier gibt es nur ein 3-Stufen-Automatikgetriebe. Das haben sie später auch noch geändert, dieses Cockpit. Es gibt dann hier sogar noch eins der ersten Autos mit Leuchtweitenregulierung. Da gab es extra eine Klappe für. War Sonderausstattung, soweit ich weiß. Also wirklich wunderbar. Der 5er, der E28, hatte dann diese diese Diagnose dann hier oben zum Beispiel. Das war dann noch mehr Air Force, also noch mehr Flugzeug. Also eins der schönsten Armaturenbretter, wie ich finde, der Automobilgeschichte. Und ihr seht schon, dieses Auto ist auch sehr, sehr groß. Es hatte eine eigene Plattform, also es basierte nicht wie der 6er zum Beispiel, den es damals ja auch gab, auf dem E12er, also auf der 5er Baureihe, sondern es war eine große Plattform, weil man auch ein wirklich großes Auto bauen wollte. Und man hat im Vergleich zum Mercedes, wie ich immer fand, eigentlich alles viel liebevoller verarbeitet. Beim W116 fand ich das noch sehr schön, beim 126 merkte man schon, da zog Leichtbau ein. Hier bei dem BMW ist es überhaupt nicht der Fall. Also ich habe hier ganz voluminöse Holzleisten an der Türverkleidung, ich habe hier überall was Chrom abgedeckt. Ich habe hier einen ganz satten, bis 81 sogar noch, bis 83 sogar noch aus Chrom, später war es dann Plastik leider. Türöffner, das war damals so diese Sicherheitsfeatures, ja, überall alles abzudämmen, dass wenn man irgendwie einen Auffall hat oder sich verletzt, dass man hier überall weich gepolstert gegenfand. Also das ganze Auto ist gepolstert, auch hier die ganze Dachkante ist alles gepolstert und auch hier die Mittelkonsole gab es eine fest installierte Armlehne sozusagen, auch alles gepolstert. Das war schon sehr, sehr schön gemacht. Das besondere Feature hier, wie ich immer fand, war der Kofferraum. Ja? Wir reden jetzt tatsächlich mal über den Kofferraum. Und ihr seht schon, das hatte Mercedes nämlich auch nicht. Das hat die auch gar nicht so interessiert. Also dieser Kofferraum ist ausgekleidet wie ein Wohnzimmer. Ihr habt hier eine unglaublich reichhaltige Bordwerkzeugklappe. Das ist heute unter Liebhaber auch wirklich gesucht, dass das vollständig ist. Also man hat hier alles drin, was man braucht, und man konnte hier die Zündkerzen wechseln. Man hatte hier eine Stecknuss, das ist uns die Nuss für den, wenn das Schiebedach kaputt ist oder wenn die Fensterheber nicht mehr funktionieren, steckte man die halt in diese kleinen Öffnungen und konnte dann das Fenster automatisch zumachen. Das hatte man hier alles, das war nochmal gedämmt durch Schaumstoff. Also hier ist eine ganz voluminöse, auch wirklich gut verarbeitete Kunststoffverkleidung, die selbst bei alten Autos nicht reißt. Ja? Also es reißt tatsächlich hier selten. Voluminösen Teppich. Guckt auch immer hier, by the way, Kofferraum, gab es mal einen Unfall. Reißt das ruhig vorsichtig raus, also es ist nicht geklebt, man kann sich das angucken. Gab es hier mal einen Unfall. Hier ist die Reserveradmulde, also da gibt es das große Reserverad. Da seht ihr dann auch immer ganz genau,
wie weit dieses Auto original bestückt ist. Und ihr seht jetzt nämlich hier, ich mache das mal auf, dieses Auto ist höchstwahrscheinlich, und das war die Zeit damals, mit sogenannten TRX-Reifen, Niederquerschnittsreifen ausgestattet worden. Da gab es extra diese von Fuchs geschmiedete Leichtmetallfelge, die ich wunderschön finde. Und dann gab es diesen TRX-Reifen. Die gibt es heute wieder, die stellt Michelin teilweise so in Kleinproduktion her, immer wieder, kosten ein Vermögen. Ich glaube, ein Satz Reifen kostet neu fast 2000 Euro. Und diese TRX-Felge saß dann auf diesem Auto und machte das Auto dann noch toller. Die hat man dann aus Kostengründen wahrscheinlich irgendwann abgebaut, weil, wie gesagt, die Reifen sind sündhaft teuer und ja, ich fand sie auch immer ein bisschen hart. Also so ein Radialreifen wie hier in der Größe 2.5, 7014 ist eigentlich schon ja, ein bisschen komfortabler und wesentlich günstiger. So, beim Rost, worauf ihr auch noch achten müsst, ist natürlich Türen. Die rosteten auch gerne. Hier unten drunter. Also hier bei diesem Modell kann ich euch gar nichts Schlechtes zeigen, weil das ist wirklich wie aus dem Laden. Der ist bestimmt schon mal lackiert worden, aber der ist wirklich sehr gut lackiert worden, sehr gut gemacht worden. Und es ist wirklich ein absolutes traumhaftes Exemplar. Was dann noch schön war, das hatte Mercedes so auch nicht. Im Fond gab es noch eine bestimmte, eine spezielle Belüftung für die Fondpassagiere und sie hatten ihren eigenen Zigarettenanzünder. Also hier konnte ich quasi das nach oben stellen, dann kam hier die warme oder kalte Luft raus oder hier in den Fußraum, also als Fondpassagier. Das war schon so ein bisschen als Chauffeurlimousine gemacht. Und ihr seht auch nochmal hier, wie voluminös das alles gemacht ist, diese Aschenbecher alleine. Das ist handwerklich schon sehr schön gemacht. Und genau. Und hier seht ihr jetzt auch nochmal, wenn die Kamera das einfängt, also der ganze Dachhimmel ist quasi wie so ein Rahmen eingefasst durch auch so dickes, weiches Kunststoff, fast schon ein bisschen gummimäßig. Auch die D-Säulen hinten haben das auch, also Entschuldigung, die C-Säule. Genau, hintere Kopfstützen waren bei den großen Modellen serienmäßig, bei den kleinen nicht, also 728 hatte das nicht, aber ab 732 gab es die dann serienmäßig. Fand ich auch immer toll, ich saß als Kind immer hier und das war immer klasse. Also alles, was dieses Auto hat, elektrische Fensterheber, rechter Außenspiegel, Klimaautomatik, war alles Sonderausstattung. Das war leider so üblich in Deutschland. Mercedes hat das noch doller gemacht, aber selbst bei BMW gab es nichts. Und dieses kleine Ding hier, das ist übrigens dazu da, dass man die Fensterheber dann manuell hochkriegt mit diesem kleinen Plastikteil, was ich euch gerade gezeigt habe. Problem beim E23, außer des Rostes, ist vor allen Dingen die Elektronik oder die Elektrik. Also es gibt hier schon Elektronikkomponenten. Das ist alles, auch die Klimaautomatik ist elektronisch geregelt mit so Unterdruck-Luftklappen, das hört man auch. Achtet darauf, dass das alles funktioniert. Teileversorgung, ja, man kriegt viel Gebrauchtes. Ob das nun gut ist oder nicht, das muss man dann vor Ort erkennen. BMW Classic hat auch ein bisschen was, aber es schläft alles, glaube ich, so gerade so ein bisschen ein, soweit ich das beurteilen kann. Ich weiß nicht, ob da noch so viel passiert. Ausstattungsvarianten, also wie gesagt, so originale Sitze zu bekommen, die im guten Zustand sind, eher wahrscheinlich schwierig. Viele Autos wurden damals umgerüstet mit Recaro-Sitzen, weil diese Sitze wirklich nicht wirklich bequem waren. Es gab auch eine elektrische Sitzverstellung, hat er hier nicht. Aber das wurde dann auch gemacht. Man kriegt einiges, aber man kriegt längst nicht alles. Also achtet darauf, dass dieses Auto wirklich komplett ist und das ist vor allen Dingen, und das ist das große Problem des E23, dadurch, dass er zeitlang relativ unbeliebt war, relativ günstig war, wurde er verbastelt bis zum geht nicht mehr. Ja, es wurden da irgendwelche Gimmicks reingebaut, er wurde tiefer gelegt, er kriegte dann irgendwelche Riesenfelgen, Sportfahrwerke, ich weiß nicht was alles. Ich finde das persönlich immer nicht schön. Es gibt wahrscheinlich eine Szene, die das auch toll findet. Meins ist es nicht. Aber wenn ihr so ein bisschen auf Originalität achtet darauf, dass ihr wirklich einkriegt, wo es auch noch ein Originalradio gibt. Also Becker hat zum Beispiel auch für BMW dann Radios produziert und zeitgenössische Blaupunktradios oder sowas, dass das drin ist, dass das auch funktioniert. Dass auch so ein paar Sachen noch da sind, die es auch nicht mehr für Geld und gute Worte zu kaufen gibt, wie zum Beispiel hier im Handschuhfach diese kleine Taschenlampe. Ja?
Die ist mit Akkus gefüllt, die wird in der Regel nicht mehr funktionieren, die Akkus, aber man kann das umbauen, ja? Man kann das in moderne Akkus reinmachen, aber das fand ich immer toll und die sind heute auch ganz selten noch zu kriegen, also BMW-Zeichen, ich weiß nicht, ob BMW die wieder herstellt, vielleicht machen sie es sogar, aber das fand ich immer nett. Die kamen hier rein und wurden hier geladen. So, noch was Witziges. Betriebsanleitung, hier auf Italienisch, sehr umfangreich. Hier wurde auch viel erklärt zu den Motoren. Ja? Also die ganzen technischen Komponenten wurden erklärt, Beschleunigungsdiagramme. Hier wurde dann auch gesagt, was man so machen kann und was man nicht machen kann und was man zu Hause machen kann und was man nicht zu Hause machen kann und so weiter. Man war sehr, sehr stolz damals schon auf diese BMW-Elektronik, auf diese Diagnose. Ja? Da gab es also die großen Bosch-Tester, die dann die elektronischen Einspritzsysteme kontrollierten. Das wurde dann auch mit sehr viel Stolz gezeigt. Also man empfand sich damals bei BMW sozusagen als Vorreiter der Elektronik und der elektrischen Regeltechnik. So, und jetzt gibt es hier irgendwo was ich suche, was nur BMW hatte, und zwar nur beim 7er. Neben den ganzen Diagrammen. Es gab hier irgendwo ja, also ich finde es nicht. In der italienischen Betriebsanleitung gibt es das nicht. In der deutschen gab es Leibesübungen. Das heißt, wenn die deutsche Autofahrerin, der deutsche Autofahrer müde wurde, hat BMW ihm in der Betriebsanleitung erklärt, was man machen muss, um wieder wach zu werden. Und da gab es hier so Strichmännchen, die turnten dann irgendwie. Und es soll sogar 7er-Fahrer gegeben haben, die das dann gemacht haben. Wir mussten das als Kinder übrigens machen. Also mein Vater hat uns dann die Betriebsanleitung dahin geknallt und da mussten wir auf der Autobahnraststätte mindestens 3 von den 6 Übungen oder 7 oder wie viel das waren, machen. Kann ich euch leider nicht zeigen, aber wenn ihr mal einen E23-Prospekt habt aus Deutschland, die Italiener haben das scheinbar nicht nötig, brauchten keine Leibesübungen, fand ich immer wahnsinnig lustig. Kann ich euch leider nicht zeigen, hat dieses Auto nicht. Gut, also, unser Resümee. E23, ich finde das heute ein wahnsinnig sympathisches Auto, weil es ist natürlich auch gerade so für uns deutschen Fernsehzuschauer, die ein gewisses Alter habt. Ihr werdet euch sicher noch an Stefan Derrick erinnert. Der hat dieses Auto als Dienstwagen gehabt. Also BMW hat damals Derrick sozusagen gesponsert. Und dann gab es den E23 als Dienstwagen des Hauptkommissars. Kann man sich heute kaum noch vorstellen, dass ein Hauptkommissar mit einem 7er in Berlin durch die Gegend fährt, aber gut. In München war das so. Und der alte übrigens, die Pendant-Sendung auf dem ersten, glaube ich, der fuhr immer ein 123er Mercedes. Aber auch ein 280e, also keinen kleinen. Genau, und der Harry, der angeblich immer den Wagen vorfuhr, was nie passiert ist, der fuhr einen 5er. Und die Streifenwagen in München waren auch BMW. Also die ganze Sendung wurde von BMW irgendwie durchgesponsert, aber in Erinnerung blieb natürlich der E23 als Dienstwagen von Stefan Derrick persönlich. Aufpassen, wie gesagt, bei Turbomotoren, andere Motoren sind standfest. Es gibt natürlich heute auch Problematik mit den Einspritzsystemen. Da sind unterschiedliche Einspritzsysteme zum Einsatz gekommen. Die wurden dann ab 83 auch nochmal geändert, verbessert oder modernisiert. Da gibt es Spezialbetriebe, da würde ich jetzt selber auch nicht rangehen. Das ist sehr vertrackt. Es gibt dann natürlich auch Steuergeräte. Rost, großes Thema, passt drauf auf. Wobei ab einer gewissen Preisklasse seht ihr auch, dass diese Autos entweder sehr gut restauriert wurden oder sehr gut erhalten sind. Es gibt immer noch hin und wieder ein paar Low-Mileage-Cars, also die so um die 100.000 oder weniger sogar gelaufen haben dann natürlich auch sind dann dementsprechend teuer. Und genau, dieses Exemplar ist sehr, sehr schön, ist ein Sammlerobjekt. Ich glaube, wir dürfen gleich noch mal eine Runde fahren. Machen wir auch, dann erzähle ich euch noch mal, wie so ein Oberklassenfahrzeug der 70er Jahre aus dem Hause BMW fuhr. Ja, jetzt sitze ich hier am Steuer. Weil das ist das erste Auto, mit dem ich gefahren bin, bevor ich einen Führerschein hatte. Weil interessiert zwar keinen, in welcher Zeit trotzdem, weil wir dann immer bei irgendwelchen Freunden meiner Eltern waren und da wurde halt viel getrunken und mein Vater war dann auch alles scheißegal. Und dann hat er mir den Schlüssel gegeben und ich durfte dieses Auto fahren, den 7er. Und dann habe ich hier immer die Kassette reingeschoben und habe Heaven 17 gehört. War eine Band aus den 80er Jahren. Ja, genau. Also dieses Auto fährt nach wie vor, finde ich, sehr kommod. Ist natürlich ein Oberklasse-Auto, ist es auch heute noch, das merkt man. Es ist halt alles sehr voluminös, sehr groß, sehr edel verkleidet. Es macht
Wahnsinnig viel Spaß. Dieser Turbomotor hat natürlich einen Wahnsinnsantritt, den will ich jetzt nicht demonstrieren, weil dann der Tank leer ist. Und die Sitzposition war toll, man konnte das Lenkrad nämlich verstellen. Hier gab es so einen Hebel, da konnte man es rein und rausziehen. Das hatte Mercedes übrigens auch nicht. Gab es auch nur bei BMW. Viele sagten damals immer, das hatte Mercedes deswegen nicht, weil Mercedes serienmäßig die optimale Sitzposition hatte. Und bei BMW musste man das nachkorrigieren. Mit Blödsinn. Also man konnte sich das hier so einstellen, wie man es wollte. Und genau, also es war ein unglaublich schönes Auto. Im Vergleich zum 126 war dieses Auto halt ein bisschen dynamischer. Nicht? Es war halt wie bei BMW üblich etwas sportlicher. Genau, also es war ein wirklich faszinierendes Auto. Und ist es auch heute noch. Und es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis die Leute auch erkannt haben, dass es was Besonderes ist. Viele dachten immer, naja, ein alter BMW. Egal, wir sammeln Mercedes, Jaguar oder sonst was. Und jetzt hat er endlich den Stellenwert, der ihm eigentlich gebührt. Der erste 7er von BMW. Der erste ernstzunehmende Konkurrent der Mercedes S-Klasse. Genau, also hier, wie gesagt, eine 3-Stufen-Automatik. Das ist eher nachteilig. Das war dann später mit der 4 Stufen wesentlich besser, weil er dann auch nicht so hohe Drehzahlen erzeugte. Also wenn man hier schnell fährt, dann dreht er schon ordentlich. Wir merken auch, dass die Klimaanlage hier funktioniert. Es wird hier richtig schön kühl und gemütlich drin. Genau, man konnte hier während der Fahrt auch immer noch checken, ob alles funktioniert. Ja, ich tue das jetzt mal. Ah ja, leuchtet alles, also alles geht. Er hatte eine Bremsbeschleißanzeige, die leuchtet gerade. Also hier müssen mal die Bremsbeläge gemacht werden. Aber ansonsten war das, ist das schon ein tolles Auto. Nach wie vor wahnsinnig schön damit zu fahren. Also es umgibt einen hier tatsächlich auch so einen Hauch von Luxus durch das Holz auch und durch dieses Chrom und durch dieses tolle Armaturenbrett, was übrigens auch bei vielen Modellen, die aus dem Süden stammen, bei denen nicht auch anfangen kann zu reißen. Also hier reißt das dann, manchmal hat man hier so Risse drin. Das ist auch schwer wieder herzustellen, aber bei diesem Modell ist das auch wie alles eigentlich sehr, sehr gut gemacht und sehr, sehr gut erhalten. Genau, jetzt drücken wir mal ein bisschen gerade, jetzt setzt der Turbo an, da merkt man schon, da gibt es schon einen kleinen Krawums. Ja, das sind immerhin 252 PS. Das war schon in den 80er Jahren auch eine Ansage. Das waren immerhin fast 30 PS mehr als der 500 SE hatte von Mercedes. Also das war schon was. So, das Fahrverhalten des 7er. Also es war, wenn man ihn nicht an den Grenzbereich brachte, ein sehr gutmütiges Fahrzeug. Hecktriebler, konventioneller Antriebsstrang, also längs eingebauter rein 6-Zylinder-Kardanwelle hier, angetriebene Hinterräder. Wenn man in der Kurve beschleunigte, gerade hier beim Turbo, konnte der schon mal wegbrechen. Also da solltet ihr ein bisschen aufpassen. Hängt auch stark von der Bereifung ab. Also die jetzt modern gelieferten Reifen sind natürlich in einem guten Zustand, aber bei älteren Reifen sollte man da wirklich aufpassen, wenn die hart sind und so weiter. Und auch gebrauchte TRX-Reifen. Wie gesagt, das verführt, das gebe ich gerne zu, weil die Reifen neu wahnsinnig teuer sind. Es gibt eine Menge Räder auf dem Markt, wo die Reifen vom Profil noch gut sind und wo es auch noch keine Risse gibt, aber die sind fürchterlich ausgehärtet. Und das merkt man dem Auto dann sofort an, dass es hart wird, dass es ein bisschen bollert und dass es vor allen Dingen auch anfangen kann auszubrechen. Und das tut der 7er schon. Also er neigt zum Übersteuern, also sprich die Hinterachse geht weg und nicht so sehr zum Untersteuern, dass die Vorderräder wegschieben. Und es war doch schon ein fahrintensives Auto, was BMW auch wollte. War auch im Vergleich zum Mercedes auch für Fahrer gemacht, die selbst fahren und nicht mit Chauffeur, sondern die durchaus selbst fahren wollten. Also insofern war der 7er auch schon was Besonderes. Genau, wenn euch das gefallen hat, dieses wahnsinnig gut erhaltene Auto zu sehen, also ein wirklich top erhaltenes, teilweise restauriertes Fahrzeug, in einem wirklich guten, sehr guten Zustand, wo auch wir nicht viel dran zu mäkeln haben, obwohl wir ja grundsätzlich gerne mäkeln. Aber hier gibt es an diesem Fahrzeug spezifisch wirklich nichts zu mäkeln. Das ist wirklich toll erhalten und auch toll gemacht. Teileversorgung durchaus etwas schwierig, muss man lange suchen. Wenn ihr so ein Auto habt, wisst ihr das. Und wenn mal was angeboten wird, sollte man sich sogar auf Lager legen. Also gerade Ausstattungsvarianten, Bauteile, elektronische Bauteile. Auch diese Tacho-Einheit, die ist bei dem frühen, war die nicht kaputt. Der später hatte noch so eine Service-Intervallanzeige, die immer kaputt ging. Da werden dann noch gerne gebrauchte Tacho-Einheiten genommen.
Die kann man reparieren, diese Service-Intervallanzeige hat dieses Modell nicht. Aber genau, solche Komponenten sollte man sich durchaus auf Lager setzen. Es gibt wahrscheinlich nicht mehr viele reproduzierte spezifische Teile für den 7er. Ansonsten ist der schraubertechnisch eigentlich nicht so wahnsinnig schwierig. Fahrwerk ist kein Riesenakt, da kriegt man auch noch vieles. Motor, wie gesagt, komplex bei dem Einspritzsystem. Und es gab keine Hydrostößel bei den Anfängen, also da muss man auch die Ventile mal nachstellen. Das kann man selber machen, ist aber auch ein gewisser Aufwand bei 6 Zylindern. Ansonsten solltet ihr darauf achten, dass Ventile nachgestellt werden. Also ansonsten war es das und ich hoffe, hat euch das gefallen. Also wir würden uns wieder freuen über ein paar Likes oder Kritik, wie auch immer. Wie gesagt, dieser 7er war jetzt ein Ausnahmeauto für unseren Kanal. Ja, wirklich ein wirklich schönes Auto. Kurz noch zur Preisentwicklung, also Top-Exemplare über 20.000 Euro heute, gerade hier die Top-Modelle 745. Aber auch die unten, wenn sie gut erhalten sind, kosten heute 5-stellig. Da geht auch kein Weg mehr dran vorbei. Ich finde es nach wie vor ein sympathisches Auto. Also, bis später mal. Tschüss.